Sehr willkommen zu Curiotetes International. Ein Versuch, in verschiedenen Sprachen etwas zu machen. Und jetzt machen wir es auf Deutsch. Wir haben Rembert Beamont eingeladen, weil er auf verschiedenen Gebieten spezialisiert ist und hat sehr interessante Sachen zu sagen, hoffentlich. Aber zuerst will ich nur sagen, dass alles, was hier gesagt wird, repräsentieren wir nur selber. Das heißt keine Institutionen oder keine Betriebe. Und wir sind sehr dankbar über Rückmeldungen. Das geht über curiotetespodden@gmail.com oder man kann auch auf YouTube oder den Podkanal etwas dazu schreiben. Dafür sind wir sehr dankbar. Und damit begrüße ich dich, Rembert. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist eine Premiere, dass ein Holländer und ein Schwede in Schweden einen Podcast auf Deutsch machen. Ja, also das glaube ich auch, allerdings. Das spricht für die deutsche Sprache. Und wir haben dich eingeladen, weil du hier in Jana wohnst. Ja. Aber heutzutage bist du hauptsächlich international tätig, also nicht so sehr in Schweden mehr. Das stimmt. Sondern in verschiedenen Stiftungen, auch international, ja. SACEM und Indien und alles Mögliche. Das ist ein Hintergrund. Aber das Thema für heute ist eigentlich die Folgen von Rudolf Steiner heutzutage und davor. Das heißt, wir bezeichnen uns beide als Mitarbeiter von Rudolf Steiner. Und wir wissen auch, dass es frühere Mitarbeiter gegeben hat, ja. Von vielleicht größeren Bedeutung, als was wir beitragen können. Das weiß man nicht. Also, vielleicht etwas zuerst vom heutigen Mitarbeitersituation als Rudolf Steiner Mitarbeiter. Wie soll man sich zu ihm verhalten 1923? 2023. Ja, danke. Ja, das ist eine interessante Frage. Ob man überhaupt in ein persönliches Verhältnis kommt. Ich habe keine direkte Antwort darauf. Es ist eine ganz interessante Frage deswegen, weil Anthroposophie ist ja etwas definitiv, was ja nicht nur mit der Erde zu tun hat und mit dem Materiellen, sondern gerade mit dem Geistigen. Mhm. Und wo in gewisser Weise das Primat des Geistes gilt. Geist und Materie hängen zusammen, aber es ist doch ein gewissen Primat des Geistes da. Und nun ist das Interessante, dass wenn wir über Rudolf Steiner sprechen, dann sprechen wir meistens über sein Leben von 1861 bis 1925. Aber zur Anthroposophie gehört ja auch, dass es auch etwas gibt, was nicht materiell ist und dass es auch etwas gibt, wenn man nicht inkarniert ist. Mhm. Und so tun wir ihm vielleicht den größten Dienst, wenn wir, und jetzt gehe ich ein bisschen wirklich in eine ungewöhnliche Richtung, dass ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir alle auf dem Weg sind. Und das gilt auch für Rudolf Steiner. Mhm. Es gibt einen so interessanten Ausspruch: Wer ist Lehrling? Jedermann. Wer ist Geselle? Der was kann. Wer ist Meister? Der was ersann. Und was ist jetzt das Interessante daran? Dass wer ist Lehrling? Jedermann. Mhm. Das heißt auch der Meister. Also es sind nicht 3 Graden, sondern der 3. Grad, man ist immer auch noch in den ersten. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Gefallen, den wir Rudolf Steiner tun sollten. Den wir jeden Menschen tun sollten und vielleicht sogar den allerhöchsten Wesen zugestehen sollten, dass sie auf den Weg sind. Mhm. Und so glaube ich, dass das eine Schlüsselfrage ist, um das Wesen von Rudolf Steiner zu verstehen und heute
sozusagen ein Mitarbeiter zu sein von seinem Impuls. Mhm. Weil wir sind ja alle doch auch sehr beeinflusst. Es ist ja nach seinem Tod, teilweise schon während seinem Leben, hat ja verständlich, aber leider eine Ikonisierung stattgefunden. Mhm. Er ist so ein Ikon gemacht worden. Und wir haben ihm damit keinen Gefallen getan. Ja. Und so denke ich, dass, ja, er wollte nicht verehrt, er wollte verstanden werden. Und so denke ich, dass wir dem am besten einen Gefallen tun, wenn wir Lehrling sind der Anthroposophie, das heißt auf dem Weg. Wenn wir ein Mensch der Initiative sein, so wie ich in einem anderen Abschnitt gesagt habe, dass das eigentlich das Entscheidende ist, dass man kleine Schritte weiterkommt. Mhm. Ich denke auch, also wirklich, um ein bisschen ungewöhnlich vielleicht die Sache anzugehen, dass man auch eine Verknüpfung finden kann. Das liegt sozusagen in der Sache, dass Anthroposophie eine Wissenschaft ist, eine Geisteswissenschaft, dass man sogar zur jetzigen Rudolf Steiner eine Beziehung haben kann. Nicht zu derjenigen von 1925. Das glaube ich, dass das anstrebenswert ist. Ja. Dass man, weil wenn man, und jetzt zitiere ich ein Wort von einem Lehrer von mir, Jürgen Smith, der hat sehr viel gesprochen über das Werdende. Mhm. Das Werdende. Und das hat diese Qualität der Entwicklung in sich. Das was kommt. Mhm. Und das ist eine sozusagen eigentlich eine Art Schöpferkraft. Oder man kann auch ein aufbauende Kraft, ein Entwicklungskraft. Den sollten wir jedem Kind, jedem Menschen und auch jedem Verstorbenen zugestehen. Mhm. Ich denke auch, also meine Assoziationen gehen jetzt in der Richtung von karmischen Zusammenhängen, wo man ja von das Vergangene als Mondenkarma oder Mondenpforte spricht und die Zukunft. So würde ich auch das Werdende interpretieren, also das, was werden will oder sogar vielleicht werden soll. Ja. Und sich dazu zu verhalten in der jetzigen Zeit, das heißt, man müsste eigentlich immer in zwei Richtungen schauen. Richtig, also das ist jetzt ein Stück Anthro-Lingo, die vielleicht nicht allen bekannt ist, ja. Was du da benutzt, aber wo ich glaube, dass gerade auch unter Anthroposophen oft der falsche Fokus liegt. Also ich glaube, es sollte tatsächlich der Versuch sein, ein Gleichgewicht zu haben zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Und wenn man über Karma redet, sind die meisten Leute doch interessiert in vorige Inkarnationen. Ja. Ich bin besonders auch interessiert in nächste Inkarnation. Mhm. Das ist nicht viel mehr, was ich machen kann. Vielleicht, es hilft mir natürlich, einen Überblick zu kriegen und vielleicht so weiter. Aber wo man was tun kann, ist Richtung Zukunft. Mhm. Und natürlich gerne im Bewusstsein von der Vergangenheit. Aber das Wesentliche ist, was noch vor uns liegt. Mhm. Ich bin ganz einverstanden. Und das funktioniert auch so, wie ich Karma- oder Reinkarnationsgedanken verstehe. Das eine ist ja, wieso ich jetzt hier bin, so wie ich bin. Aber das eine ist ja das Verständnis dafür, dass alles, was ich jetzt tue, ja was mit der Zukunft zu tun hat. Absolut. Davon kann man nicht absehen. Und es ist ja nicht nur so deswegen, dass ich machen kann, was ich will, ohne diesen Ausblick zu behalten. Das gilt ja auch jetzt in den Klimafragen oder in alle sozusagen Naturfragen von heutzutage, dieses Bewusstsein. Ich kann dir nur recht geben. Und wir wollten auch darüber sprechen, also dass es ja vor uns, auch wenn wir das jetzt schaffen, dass es ja Menschen gegeben haben, die das gemacht haben. Ja. Und einer davon, und das wollten wir eigentlich ansprechen, ist Jürgen Smith. Ja. Weil er ist ja auch hier in Jana sehr bekannt, er war ja hier tätig, aber
du hast ihn ja vor allem in Dornach begegnet, Ja. wo er ja vielleicht das meiste getan hat, aus einer Sicht gesehen zumindest. Ja, ich habe verstanden, dass du wolltest in diesen Pod sozusagen ihm etwas im Mittelpunkt nehmen und etwas über ihn sprechen. Und so soll ich vielleicht erst überblicksmäßig Ja, finde ich, sehr gerne. ein paar Worte sagen. Ja. Also Jürgen Smith war Norweger, geboren in Bergen. Und er hat selber kurz vor seinem Tod sein Leben in 3 große Abschnitte eingeteilt. 25 Jahre Kindheit, Jugend, Studium, 25 Jahre Waldorflehrer und dann weitere 25 Jahre hinausgehend in der Welt, 9 Jahre in Jana und dann weitere 16 Jahre in Dornach und in die ganze Welt. Das war sozusagen sein eigenen Rückblick auf sein Leben in 3 große Abschnitte. Er war 42 Jahre älter als ich, geboren 1916, also noch zu Steiners Lebzeiten. Und ich habe ihn erst in die letzten Jahren seines Lebens kennengelernt. Aber ich hatte das Schicksal, ein sehr enger Mitarbeiter von ihm zu sein. Gerade in den letzten Jahren war ich gewissermaßen sein Assistent und dann auch, kann man sagen, weil er war nicht verheiratet, sein Begleiter, Sekretär während seiner allerletzten Wochen und Monate. Und er hat eine erstaunliche Karriere gehabt, wo er schon sehr jung mit der Anthroposophie bekannt wurde. Aber ich kenne persönlich wenige Menschen, die sozusagen selber wirklich ein ganzes Stück gekommen sind in diese Anthroposophie als Wissenschaft. Das heißt, in eine wissenschaftliche Art in die geistige Welt hineinkommen und da auch Erfahrungen haben, die reelle Erfahrungen sind und die zu verarbeiten, dann noch weiterzukommen und die dann auch authentisch an andere mitteilen zu können. Er hat eine erstaunliche Biografie gehabt, wo er insgesamt 4.889 Vorträge gehalten hat in sein Leben, worüber er auch ganz genau Buch geführt hat. Das ist ja nicht wenig. Und speziell am Ende von seinem Leben, war seine Zuhörerschaft ging pro Vortrag in den Tausenden. Etwas, was man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann. Ja, ich hatte das Glück, viel mit ihm zu tun zu haben und habe auch dann über ihn geschrieben und auch eine Webseite gemacht und diese Dinge. Es war eine sehr besondere Person. Er war ja auch ein von den Co-Gründern hier in Jana. Viele Hörer, Zuschauer werden das wahrscheinlich wissen und du kennst das Erland vielleicht sogar besser als ich, diese Geschichte, wie das hier in Jana zustande gekommen ist. Die heilpädagogische Anfänge gab es ja seit den 30er Jahren hier in Jana durch jüdische Flüchtlinge, eigentlich aufgebaut in die Mikkelgården und so weiter, die Heilpädagogik. Aber dann in den 60er Jahren fing das an als nordische Initiative. Und da waren sozusagen Galionsfiguren aus den 4 nordischen Ländern mit Oskar Borgmann-Hansen und Hajo Velenius und dann Jürgen Smith aus Norwegen und Arne Klingborg und natürlich weitere, Ruth Nilsson und so weiter. Abi Asmussen aus Dänemark. Der dann den Architekt wurde und dann ist es ein größeren Kreis und Orke Kumlander, der große Teile der Finanzierung gestemmt hat und the rest is history. Aber es fing ja an mit Sommerkurse und da war Jürgen Smith eine sehr wesentliche Säule, kann man sagen, in seine da noch sehr spartanische Art Vorträge zu halten. Und
so hat er sehr beigetragen zu dieser ersten Gründung und er hat dann hier das pädagogische Linie übernommen und das 9 Jahre gemacht und dann während seiner Dornacher Zeit kam er in der Regel auch wieder nach Schweden für 2 Wochen pro Jahr, meistens in der Winterzeit, Februar, mit dann einem überfüllten Weißen Haus, wo man dann alle Studenten zusammengezogen hat und das war dann so eine Art Coming Back Home für ihn auch. Ja, Jürgen Smith. Und wie würdest du die Bedeutung oder das, was er erarbeitet hat, bezeichnen? Was heißt bezeichnen, aber beschreiben? Du hast ja angedeutet, dass es was Spezielles war. Ja, also ich glaube, und ich kann nur für mich selber sprechen, aber ich will das sehr konkret machen. Also es ist etwas anderes, ob man in Paris gewesen ist oder nur über Paris gelesen hat. Da sind wir uns einig. Ja. Und so ist es auch etwas anderes, ob man ein Ätherleib gesehen hat oder nur über ein Ätherleib redet. Das ist ein sehr radikalen Unterschied. Und letztendlich kann man, glaube ich, nur echt authentisch über Anthroposophie reden, wenn man gewisse Erlebnisse hat. Sonst bleibt es sagen wir, akademisch. Ja. Etwas abstrakt, etwas Theorie. Und nun ist das ein Pod hier und ein YouTube, der öffentlich auf der Straße liegt. Aber ich will doch auch sagen, wir sprechen ja nicht so gerne über spirituelle Erlebnisse. Da ist sozusagen auch innerhalb der anthroposophischen Bewegung ein Scheu gewesen, um das öffentlich zu tun. Und teilweise aus gutem Grund, weil geistige Dinge, die ja nicht materiell sind, können auch täuschen. Und eine Imagination und eine Halluzination können vielleicht recht ähnlich aussehen. Und ich sage das auch, weil ich habe beides schon mal gehabt. Ja, also wenn man Sleep Deprivation, wie heißt das auf Deutsch? Also wenn man zu wenig Schlaf gehabt hat. Schlafentzug, glaube ich. Mit Schlafentzug, dann ist das ist sozusagen eine ziemlich sichere Methode, dass man irgendwann halluziniert. Und ich habe das gehabt. Also man fährt auf der Autobahn nachts und auf einmal weicht man etwas aus, was gar nicht da war. Und man hat es sozusagen einen Moment gesehen und hinterher weiß man, das ist eine Halluzination. Aber man kann Sachen im Geistigen sehr schnell auch verwechseln. Und was ist ein Traum, was ist eine Halluzination, was ist eine wirklich geistige Erfahrung? Das sind ja alles nicht so einfache Sachen und Urteile von anderen es ist ja schwer zu überprüfen. Und dennoch müssen wir, glaube ich, diesen Weg gehen, dass man vielleicht nicht unmittelbar und vielleicht nicht öffentlich und wie auch immer, aber diesen Weg geht. Und Jürgen Smith hatte geistige Erlebnisse, worüber er nicht unmittelbar gesprochen hat, aber woraus er schöpfen konnte. Und worüber er später auch verarbeitet sprechen konnte. Und nun weiß ich, du hast mir gesagt, ich soll nicht zu lange Sachen vorlesen, aber ich möchte einfach... Es ist relativ, was zu lang ist. Ich möchte ich habe hier, er hat selber nicht viel geschrieben, Jürgen, weil er hat das gesprochene Wort hoch über das geschriebene Wort geschätzt. Also es gibt jetzt ein Dutzend oder so Bücher von ihm, die meiste habe ich herausgegeben, aber das ist alles dann
verarbeitet Vorträge. Wir haben Vorträge aufgenommen, wir haben sie ausgeschrieben und dann sozusagen ein bisschen bearbeitet. Sozusagen vom Technischen her sehr ähnlich wie die bei Steiner Vorträge oder bei anderen Vorträgen. Aber er hatte eigentlich gar kein großes Interesse. Für ihn galt das gesprochene Wort. Aber schriftlich haben wir von ihm erst sehr spät aufgetaucht, als er selber dann 33-jährig wollte er in die Hochschule aufgenommen werden. Das ist sozusagen eine Abteilung der Gesellschaft, Anthroposophischen Gesellschaft, und er schrieb einen Brief an Marie Steiner. Und dieser Brief, man kann ihm es gibt eine Webseite über Jürgen Smith, den ich gemacht habe, Jürgen mit OE Smith ein Wort.org. Da findet sich das auch, deswegen brauche ich auch nicht jetzt alles zu lesen, aber ich gebe ein paar knappe Sätze. Und das charakterisiert unglaublich Jürgen Smith. Dann kam in meinen 14 Jahren ein erschütterndes Erlebnis. Mein Vater, der mir immer in allen Urteilsfragen unbedingt Autorität gewesen war, dessen klares, sachliches Denken mir immer wie ein unerschütterlicher Felsen gewesen war, wurde trotzdem von einer mit medialen, atavistischen, hellseherischen Fähigkeiten begabte Dame durch viele Monate hindurch völlig getäuscht. Es entstand in mir die Lebensfrage, wie ist so etwas möglich? Es bildete sich in mir ein großer Verdacht und fast übertriebener Abscheu gegen alles visionäre Hellsehen und dergleichen. Das Leben auf naturwissenschaftlicher, phänomenologischer Grundlage zu bauen, wurde mir unbedingte Notwendigkeit. Ganz klar konnte ich das damals in meinem 14. bis 18. Lebensjahr nicht erfassen. Doch schwebte es vor mir als ganz großes Ideal. Und dieses Ideal konnte mir dadurch gespeist werden, dass ich in dieser Zeit, neben der Schularbeit, Goethes naturwissenschaftliche Schriften, die Grundbücher und Zyklen Rudolf Steiners mit allen Kräften studierte. Jetzt kommt eigentlich erst der Schlüsselsatz. Naturwissenschaft ohne die Zielrichtung ins Übersinnliche hinein ist mir niemals Bedürfnis gewesen. Die gewaltigen Kräfte der elementarischen Welt kannte ich aus nächtlichen Erlebnissen schon mit 17 Jahren. Doch wusste ich auch, dass das Übersinnliche nur insofern auf sichere Grundlage in menschlichem Bewusstsein lebt, wo es aus der phänomenologischen Anschauung herausgearbeitet wird. Nachdem ich diesen Grunde einige Jahre meiner Jugend hauptsächlich mit der Naturwissenschaft und der Erkenntnistheorie, Kant, Hegel, Stirner, Nietzsche kämpfen müsste und so weiter, wandte ich mir den klassischen Sprachen zu, etc. Also das ist sein Weg gewesen. Ja. Er studierte dann Altphilologie, also Griechisch, Latein. Und seine Lehrer waren sehr von ihm beeindruckt und dachten, ihren Nachfolger vor sich zu haben. Aber er wurde dann Waldorflehrer in Bergen, in den Kriegsjahren. 1,95 Meter Mann, Jürgen, mit nur wenige Erstklässler. Konnte das gut gehen. Es ging sehr gut. Aber das waren Zeiten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das war ja noch eine Pionierzeit ohne Geld. Er lebte in der Schule und aß bei den Eltern und war Waldorflehrer und das reichte. Also diese Pionierzeiten sind unvorstellbar gewesen. Aber er ist diesen unbedingt naturwissenschaftlichen, esoterischen Wissenschaftsweg gegangen, mit Erfolg. Und ist dann sozusagen über sein Leben in eine unglaubliche Ausstrahlungskraft gekommen, wo er dann speziell in den letzten Jahren seines Lebens die ganze Welt bereiste und immer war die Seele voll. Also, aber glaubst du, dass es eine Folge von der naturwissenschaftlichen Studien oder philosophischen Studien war, oder war das nur sein Weg? Ich glaube, dass das in jedem Fall die Grundlage war, in seinem Fall, wodurch sozusagen eine Exaktheit entstand. Also er
er war sehr belesen und nicht nur in Steiners Werk, sondern er hatte als Jugendlicher irgendwann einen Impuls, und das ist fast humoristisch, aber er sieht, wie er schon als Kind war. Er hatte zu einem gewissen Moment, und ich kann das direkt von ihm selber sozusagen zitieren, ich will alle Bücher der Welt lesen. Und er ging buchstäblich zur Nationalbibliothek oder Königliche Bibliothek oder wie das heißt in Oslo und fragte an der Theke, wie viele Bücher gibt es? Dann machte er Kalkulationen, buchstäblich, und musste einsehen, es ist unmöglich. Ich höre es ihm noch sagen, mit seinem Deutsch mit doch leichten norwegischen Einschlag, es ist unmöglich, es geht nicht. Dann sagte er, okay, muss ich die Methode ändern? Und dann hat er gewählt, sozusagen Steiner zu nehmen, aber dann immer konzentrisch die Leute, die er zitiert. Und also er hatte eine unglaubliche Grundlage und Grundwissen, noch zusätzlich zu den klassischen Sprachen, die er beherrschte. Und eine sehr wichtige Person in seinem Leben war Konrad Englert. Das ist ein anderer Name. Der war sein Onkel, angeheirateter Onkel. Der war auch Altphilologe und der war für ihn ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mentor, der aber sehr jung gestorben ist, relativ gesehen. Die Frage ist ja für viele Leute auch bezüglich Steiner, der ja auch sehr belesen oder gut studiert war in diesen Gebieten. Heutzutage ist es ja fast nicht mehr möglich, weil die Umstände ganz anders sind. Zumindest so im normalen Fall, also mit Beruf und Familie und allem Möglichen. Würdest du dann sagen, dass es schwerer ist, dasselbe zu erreichen? Oder war das jetzt zeitbedingt, dass es damals so war? 2 Antworten dazu. Ich glaube, dass die Zeit der Universalgelehrten doch noch nicht vorbei ist. Auch in die Zeiten, also zum Beispiel heute, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber David Bentley Hart würde Nur vom Namen, ja. Würde ich per heute als ein echter Universalgelehrter bezeichnen. Ja. Der ist sozusagen, hat irgendwie ein fotografisches Gedächtnis, ich weiß nicht, aber kann irgendwie 20 Sprachen und von Chinesisch bis Sanskrit und von Latein bis Griechisch und hat das Neue Testament neu übersetzt und produziert. Also es gibt Universalgelehrten, auch im Anthroposophischen haben wir Leute wie Prokofjew oder Peter Selk auch. Das ist sozusagen eine Antwort. Ich glaube nicht, dass das völlig unmöglich ist, auch in 2023, weil wenn man gelernt hat zu lernen, kommt auch irgendwie ein Meta-Geschichte, dass es immer schneller geht und immer besser, weil man alles verbinden kann. Ich kenne das selber, ich kann einige Sprachen, die 3. oder 4. Sprache geht dann irgendwann etwas leichter. Aber das ist die eine Antwort. Aber ich glaube, dass in Bezug auf Anthroposophie werden wir uns durchaus zu den einen oder anderen Teilgebiet aber es ist wichtig, dass wir da auch weiterkommen und da sind auch erstaunliche Sachen geleistet. Aber es wird doch auch oft vergessen, dass das doch wirklich eine Sache ist, wie ich vorhin sagte. Also ja, es gibt ja der Witz, jemand kommt mit einem Geigenkasten und fragt den Weg, wie komme ich zur Oper? Und dann die Antwort ist ja üben. Und Anthroposophie ist ein Übungsweg. Ja. Es ist eine Initiative, aber es ist auch ein Übungsweg und nur durch Übung wird man besser. Man muss trainen. Ja. Aber ich denke auch, also heutzutage ist es ja gewissermaßen ein Vertrauen an die eigene Urteilskraft. Das heißt, jetzt, du hast gesprochen von, wie kann man Halluzination und Imagination entscheiden. Das ist ja diese Urteilsbildung. Ich finde, das ist auch sozusagen einer
der Sinne der Waldorfpädagogik, das heranzuerziehen. Ja. Ich bin sehr, sehr gezogen zu einem Goethe-Zitat, das heißt, was fruchtbar ist allein, ist wahr. Ja. Also das heißt, man kann eigentlich auch ganz praktisch die anthroposophischen Fragen angehen aus dieser Gesichtspunkt. Man muss sie nicht unbedingt nur definieren, auch nicht einmal gedanklich, sondern man kann auch beobachten, wenn ich was mache, also diese Initiativfrage, wenn ich was mache, muss ich nur beobachten, wie es wird oder wie es aussieht. Das ist ein Hilfsmittel, um diese Beurteilung machen zu können. Ja, ich bin einig, dass also der gesunde Menschenverstand ist immer eine gute Sache. Jetzt könnte ich dem doch auch entgegenhalten, dass sozusagen die grundsätzlichen Sachen, wo wir vorhin drüber sprachen, ein Ätherleib, ein Astralleib, ein Aura. Andere benutzen dafür andere Wörter. Wir sollten vielleicht ab und zu auch andere Wörter. Also ich bin großer Fan von Rupert Sheldrake. Er nennt das morphologische Felder. Wir sollten vielleicht ab und zu auch die Begriffe etwas, Ätherleib, Lebensleib, Lebenskraft, das, was zusammenhält, wie auch immer. Ja, hat man es jetzt mal gesehen, ja oder nein? Also man kann auch zu so gewisse Sachen kommen und dann kann es doch tatsächlich so sein, dass man hat gelesen über Paris und dann kommt man nach Paris und dann ist doch etwas anders. Und jetzt, wenn man guckt, was Steiner alles gesagt hat, dann sind da natürlich Sachen, die unglaublich viel schwerer sind als dieses einfache Beispiel von ein Aura oder ein Teil von einer Aura oder eine Lotusblume, ein Chakra wahrzunehmen, wenn es dann geht sozusagen Richtung frühere Zustände der Erde oder Lesen in der Akasha-Chronik oder solche Sachen. Das ist ja ein bisschen höhere Schule. Aber we should give it a try. Und für mich ist es ja mehr auch sozusagen vielleicht nicht im gewöhnlichen Sinne wissenschaftlich, aber wissenschaftlich in dem Sinne, was man ja heutzutage auch macht. Also man untersucht 10 Jahre und dann kann man beobachten, wie Sachen sich entwickeln und dann multipliziert man das mit 1000. Das ist ja eine fragwürdige wissenschaftliche Methode, aber trotzdem kommt man ja irgendwo hin, wo es ein bisschen näher ist, die Wahrheit, vielleicht nicht die Wahrheit selbst. Ich verhalte mich nur als Beispiel gleichmäßig zu Steines Aussagen. Also ganz wenige kleine Sachen kann ich ja überprüfen aus meiner Erfahrung. Ja. Und deswegen mache ich weiter, weil dann ist es ja zumindest wahrscheinlicher, dass die Sachen, die ich nicht weiß, auch stimmen. Auch wenn ich sie nicht überprüfen kann. Ja, diese sozusagen Doppelstrategie ist, glaube ich, nicht grundsätzlich falsch. Aber ich sprach gerade über Sheldrake und der ist ja unglaublich gut, ihn sozusagen darzustellen, was sind heute die Mainstream-Annahmen und warum sollten diese in Frage gestellt werden. Und dann hat man die Welt ist mechanisch, der Kosmos ist leer, die Gedanken sind im Gehirn. Das sind sozusagen nur 3 von, er nennt dann 10 Dogmen. Und dann sagt er, ja, das Problem ist, dass wir sind da, die Wissenschaft, the scientific delusion nennt er es, wir sind da in einen Wahn verfallen und die sind Glaubenssätze geworden. Und die sollte man in Frage stellen. Man sollte sie nicht als Glaubenssätze nehmen, sondern man sollte sie als Fragen und dann nach naturwissenschaftlicher Methode, Hypothese, Double-Check, Wiederholbarkeit und das alles anwenden. Und dann sieht man, dass viele von diesen Annahmen heute nicht so haltbar sind. Ja. Und ich glaube,
mit der Anthroposophie haben wir doch sehr viel auch ähnliche Fehler gemacht, dass wir da große Teile dieser Inhalte zu einer Art Glaubenssätze gemacht haben. Und das finde ich auch, also meines Erachtens, was ich bewundere mit Jürgen Smith, ist, er hat ja den Mut gehabt, gewisse von diesen Dogmen in Frage zu stellen. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen spezialisiert, aber so in Bezug auf die Hochschule und Klassenstunden und so weiter, hat er einfach Sachen gemacht, die damals ja, vielleicht nicht verboten, aber zumindest nicht machbar waren. Und er konnte das machen und es wurde auch abgenommen, glaube ich, dadurch, dass man das Vertrauen hatte an seinen Übungsweg. Wenn man es kam ihm sehr viel Vertrauen entgegen und das hatte zu tun mit seinen bescheidenen Lebensstil, seine Anspruchslosigkeit und dann gleichzeitig die Qualität, die Leute wahrnahmen, in was er tat und sagte und sprach und begründete und alle diese Dinge. Es hatte aber auch zu tun, dass er groß geworden war in Norwegen und aus deutsch-schweizerische, mitteleuropäische Perspektive hatte man ja von Anfang gerade Thema Hochschule. Dann sind wir da ein bisschen in einem spezialisierten Gebiet, was vielleicht nicht alle Zuschauer kennen oder wissen. Im deutschsprachigen Raum hatte man sich da im Wesentlichen zu begründet, um Steiners Texte von diesem Lehrgang, wie man es nennen kann, einfach zu lesen. Während im nicht deutschsprachigen Raum war viel mehr Tradition da, um da schon etwas freier mit umzugehen, schon aus Übersetzungsgründen. Und so hatte Steiner in seiner Zeit in Norwegen konsequent mit einer kleinen Gruppe studiert und gearbeitet an diese Inhalte. Also nicht nur alleine, sondern auch in Austausch. Und dann kam er sozusagen am Ende von seinem Leben nach Dornach und hat dann auch da sozusagen andere Arbeitsformen angefangen zu etablieren, aber mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit und auch in Respekt mit den bestehenden Formen und in Kollegialität und manchmal auch ein Schritt vorwärts und eine wieder zurück und dann noch einmal 2 vorwärts. Aber da war ja speziell auch die Arbeit in der Jugendsektion, die ich nah mitgekriegt habe, entscheidend. Und wenn es noch passt, würde ich gerne auch etwas darüber sagen, kurz über diese Jugendarbeit. Weil da ist etwas, was noch sehr wenige verstanden haben. Und das ist ja, interessanterweise gab es also die Gründung von die verschiedenen Fakultäten, kann man es nennen, in den anthroposophischen Lingo dann Sektionen. Und das waren die verschiedenen Künste und dann Naturwissenschaft und Mathematik und so weiter. Wurden in der zuletzt von Steiner inaugurierte Struktur der Arbeit diese Sektionen gegründet und dann wurde dem zugefügt eine Jugendsektion. Und das wird sehr oft völlig falsch verstanden, weil diese Sektionen sollten ja Forschung betreiben. Und eine Jugendsektion ist sehr oft missverstanden, wie es gibt ja unglaublich viele Organisationen, ob politisch oder andere NGOs, und die haben dann ja auch irgendwie eine Jugendorganisation. Und dann ist es ja so, ja, das ist sozusagen, ja, damit die Jungen ein bisschen hereinkommen können in was schon da ist. Ja, also nehmen irgendeine willkürliche politische Partei und dann haben sie eine Jugend und dann, die sollten da hineinwachsen und das ist überhaupt nicht Sinn der Jugendsektion, sondern das Forschungsgebiet ist, mit welcher Impuls kommt die Jugend von vor der Geburt auf der Welt. Das ist das Forschungsziel. Ja, sozusagen ähnlich wie
medizinische Sektion Forschungsziel hat, wie man Heilung aus spirituellen Gesichtspunkten weiterentwickeln kann, ist das Forschungsobjekt der Jugendsektion. Was ist die mitgebrachte Impulse, womit der Jugend auf die Erde kommt? Und dies war völlig unentwickelt bis 1975. Dann sozusagen, damals wurde Jürgen Smith in den Vorstand berufen und dann, wie das so geht, ja, welche Sektion ist frei, und er wurde dann Jugendsektionsleiter und später pädagogische Sektion, und er hat eigentlich erstmal sozusagen ja wirklich konsequent auch sozusagen gesucht und auch begründet und dann auch versucht, das zu entwickeln. Und zwar hat das einen individuellen Aspekt, aber dann auch einen sozusagen Gruppenaspekt oder Generationenaspekt. Was bringt die Jugend mit? Was trifft sie an? Und das geht also, das ist ziemlich genau das Umgekehrte von was eine übliche Jugendorganisation machen könnte. Und äußerst faszinierend. Ja. Und da ist sozusagen eine große Gruppe Leute damals aktiv gewesen. In damals auch noch sehr blühenden Situationen in Dornach und in ganz Europa und eben sogar darüber hinaus. Ja. Ja, sehr interessant, also weil das ist für mich eigentlich auch nicht bekannt, dass es diesen Aspekt von, ich weiß nicht, wie es heute ist mit der Jugendsektion, ist man dessen bewusst? Ich kann die Frage nicht direkt beantworten, weil es hat einige das verändert. Es ist nach Jürgen Smith kam eine Zeit lang Heinz Zimmermann, dann kam Elisabeth Wirsching, dann kam Constanze Karlix, jetzt haben wir gerade weitere, so es sind schon viele Generationen nach 1991 gekommen. Jeder hat seinen neuen Aspekt gebracht, aber ich würde sagen, in der Bewusstheit ist vielleicht, habe ich noch nicht wahrgenommen, dass es seitdem in der gleichen Art sozusagen diese wissenschaftliche Fokus gehabt hat. Und Steiner hat, es gibt mehr Material, als man denkt, weil er öfters auch vor Jugendlichen gesprochen hat und er hat auch interessante Sachen gemacht, die dann andere auch versucht haben zu machen. Da könnte ich noch lange drüber manches sprechen. Um zurückzugreifen auf Jürgen Smith, hat er immer noch eine Bedeutung oder war das eine geschichtliche Person? Ja, ich glaube, dass alle große geschichtliche Personen auch heute eine Bedeutung haben. Von Aristoteles bis Augustus, bis Leonardo da Vinci, bis Rudolf Steiner, bis die nächste Mitarbeiter von Rudolf Steiner und so auch sicher Jürgen Smith. Er selber, wie ich schon sagte, war sehr fokussiert auf die menschliche Begegnung und auf das gesprochene Wort im Moment und auch auf die persönliche Begegnung. Eine von seinen ganz großen, für mich bis heute völlig unverständliche Fähigkeiten war, dass er Zeit hatte. Weil wenn man weiß, wie eine Belastung von einem Vorstandsmitglied in Dornach war, speziell 80er, 90er Jahre und was da alles los war und dann seine 5000 Vorträge und 100.000 andere Verpflichtungen und Reisen und so weiter. Und ich glaube, dass es ein Zeichen ist von einer ziemlich eingeweihten Person, wenn man vollkommen die Zeit beherrscht. Also er hatte Zeit. Fast unvorstellbar. Wer hat denn Zeit heute? Und er hatte Zeit, Vorträge zu halten, er hatte Zeit, Einzelgespräche zu führen. Er hatte sogar Zeit zu reisen. Also wenn er von Dornach nach Oslo sollte, was ab und zu vorkam, dann nahm er den Zug und ging dann mal in Hamburg in die Oper. Und sehr, sehr rätselhaft, sehr, sehr rätselhaft. Ja, es erinnert ja auch an verschiedene Beschreibungen von Rudolf Steiner. Also so wie ich denke jetzt daran, eine Beschreibung, was er im Wagen saß und eine Buchhandlung vorbeifuhr und dann sagt er, anhalten,
weil er da ein Buch war im Schaufenster. Also Ja, das sind ja unverständlich. Ich weiß nicht mal, ob es wahr ist, aber ich könnte jetzt nicht unmittelbar also gewisse Leute haben gewisse Fähigkeiten. Ich konnte auch von anderen Leuten erzählen, wie manchmal erstaunliche Fähigkeiten. Aber man macht sich auch nicht klar. Nun ist Jürgen gestorben 1991. Da gab es noch kein Internet. Auf jeden Fall nicht ubiquitär. Ja. Es gab nicht einmal Mobiltelefon ubiquitär. Es gab keines, geschweige Smartphones. Man ging noch in eine ganz andere Art durch die Welt. Ja, es gab Telefon, aber ein Ferngespräch versuchte man noch unterhalb einer Minute zu halten, weil es sonst teuer war. Also eine sehr andere Zeit auch. Und das ist ihm sozusagen alles auch erspart geblieben, kann man sagen. Ja. Wir müssen uns natürlich auch dazu verhalten, in dieser Frage, um Zeit zu erschaffen. Ja, so ist das. Ja. Und ja, er war ein norwegischer Riese mit einem sehr interessanten Schicksal. Er kam so aus einem, sozusagen, sagen wir, doch Upper-Class-Familie von seiner sozusagen weiteren Verwandtschaft her. Und dann war so ein bisschen die Frage als Youngster quasi von der Familie, ja, sollte es mehr Richtung Reederei gehen oder mehr Richtung Banking? Und dann hatte er da auch so eine kleine Idee, ja, so oder so, ja, ich werde erst ein bisschen in Bergen und dann ein bisschen in Norwegen und dann ein bisschen und dann in die ganze Welt. Und am Ende von seinem Leben hat er eingesehen, dass eigentlich dann genau das passiert ist, aber nicht mit Reederei oder Banking, sondern mit Anthroposophie. Spannend. Ja, und ein sehr besonderer Mensch, der die Zeit beherrschte, aber auch sehr spartanisch gelebt hat und sehr bescheiden war auch. Gut. Ich danke dir, Rembert, für die Gesichtspunkte und die Erzählungen von Jürgen. Ja, war schön. Gerne. Ja, danke.